Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, mal ganz kurz etwas erklärt. Viele wissen es gar nicht und die es wissen, sind etwas verwirrt, weil sie damit nichts anfangen können. Apple bietet auf dem Macintosh eine Time Machine an. Time Machine ist ein Sicherungsprogramm, das dir ermöglicht, deinen PC jederzeit wiederherzustellen, komplett. Also einen kompletten Mac OS wiederherzustellen, so wie er vorher war, auf dem gleichen reparierten oder auf einem neuen Gerät oder auf einem gelöschten Gerät. Es bietet auch die Möglichkeit, einzelne Dateien rauszuziehen aus deinem System und das zu irgendeinem Datum, was du angelegt hast, eines Mal die erste Sicherung. Ab da kannst du alles rückwirkend nachvollziehen, September, Oktober hier, ne, da ist, bei mir geht das 2024 zurück, da wurde der Mac repariert, da wurde seine Festplatte getauscht und ich habe es auch mit diesem System eigentlich wiederhergestellt. Dieses Programm Time Machine Backup wird nicht verändert, das streicht Apple nicht. Um es ganz klar zu sagen, Time Machine bleibt so erhalten, wie es ist. Das Einzige, was fliegt, ist jetzt hier unter Backup-Laufwerke. Da habe ich jetzt eine externe Festplatte dran. Hier kann man nicht mehr die Time Capsulute hinzufügen. Die Time Capsulute ist ein Hardware, kann man sagen, vergleichen wir es einfach mit einem Apple NAS. Das ist ein kleiner viereckiger Kasten, den könnt ihr euch irgendwo hinstellen, der hängt direkt am Netzwerk und ist dann als Festplatte direkt im Netzwerk ansprechbar und das verwendete Apple zum Sichern. Diese Time Capsulute wird seit 2018 nicht mehr verkauft und wurde jetzt auch von Apple lang genug immer mit durchgeschleift. Und hier ist es wirklich an der Zeit, dass man auf sichere, modernere und schnellere, bessere Systeme umstellt. Time Machine bleibt wie gehabt, plus wie gesagt, ihr könnt jetzt hier unter Plus keine Time Capsulute mehr hinzufügen. Ich habe hier meine Netzwerklaufwerke, die kann ich auch verwenden. Ich kann also ein ganz normales Netzwerklaufwerk dazufügen oder eine externe Festplatte und kann die verwenden. So, das ist eigentlich alles, was es sozusagen gibt. Also Time Capsulute ist nur das Ziellaufwerk, was hier nicht mehr ansteuerbar ist. Und eure Time Machine, die bleibt wie gehabt, die könnt ihr weiter benutzen. Ihr könnt auch die alten Sicherungen von Time Capsulute übertragen auf ein neues System und dann mit Time Machine weiter verwenden. Die Anleitung dazu findet ihr bei Apple, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich finanziere diese Videos natürlich aus meiner privaten Kasse. Wenn du also diesen Kanal unterstützen möchtest, weil du das gut findest, was ich hier tue, dann kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du dennoch weitergehende Beratung, Hilfe, Unterstützung brauchen bei deiner IT-Technik, bei deinem Netzwerk, bei deinem PC, bei deinem Notebook, bei deinem Mac, bei deinem Linux, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, kein Abo, keine Verpflichtungen, nothing. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Bis dann und zum nächsten Video.